My name is Boris Herrmann. This is my job, my passion, but of course I depend on the ocean. It's my workplace, and to do my fascinating sport that I love, I need them to be preserved. And the biggest threats for the wildlife and biodiversity on the oceans and in the oceans is climate change. The oceans get warmer due to the man-made global warming. They absorb 93% of the excess heat, profoundly changing biology, chemistry in the oceans and being a huge threat to biodiversity. We are in a race against time, and we shouldn't forget over all the science and debates and discussions that we know clearly what to do. This is a decade where we have to turn around. We need to cut emissions fast. To tackle climate change is, of course, one of the biggest challenges for humanity at the moment, but it's also a challenge for the best ideas and for the fastest pace, because it's a race against time and it's a race we must win. Good to be back in nature. Let's see what's the next challenge. Let's see what's the next challenge. Seine nächste, sportlich gesehen zumindest, wird wahrscheinlich die Vendée Globe ab November. Als Klimaschützer wird es vielleicht eine ganz andere, aber dazu erfahren wir heute sicherlich mehr im Laufe des Abends. Und damit herzlich willkommen zur Verleihung des Deutschen Meerespreises 2024 hier am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Mein Name ist Christine Recke. Ich darf Sie heute durch diesen Abend begleiten. Darüber freue ich mich sehr. Schön, dass Sie alle da sind. Und damit übergebe ich auch schon das Wort. Wir begrüßen hier gemeinsam die Hausherrin des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, Prof. Dr. Katja Mattes. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer Welt des Ozeans, hier am Geomar. Der Ozean, der uns verbindet, Sport, Wissenschaft, Ozeanschutz, Klimaschutz. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Daniel Günther, sehr geehrter lieber Herr Dr. Wiechmann, sehr geehrter lieber Herr Dr. Zöllner, lieber Boris, verehrte Gäste. Seit 2009 würdigt der Preis, der Deutsche Meerespreis, Persönlichkeiten, die sich um den Schutz und Erhalt der Meere und Ozeane verdient gemacht haben. Der Deutsche Meerespreis integriert den Elisabeth Mann-Borghese-Meerespreis, der von 2006 bis 2009 von der Landesregierung Schleswig-Holstein vergeben wurde. Dann wurde er 2009 bis 2018 von der Deutschen Bank gestiftet. Bisherige Preisträger sind unter anderem der Bestsellerautor Frank Schätzing, Fürst Albert II. Von Monaco, Carmelo Vela, der Kommissar für Umwelt, maritime Angelegenheiten und Fischerei in der EU-Kommission. Und in Kooperation und dank der großzügigen finanziellen Unterstützung der Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung können wir ab diesem Jahr in regelmäßigen Abständen, jährlich, zweijährlich, da sind wir noch im Gespräch, wieder jährlich hier am Geomar den Deutschen Meerespreis vergeben an bekannte Persönlichkeiten sowie Wissenschaftlerinnen, die sich um den Ozean- und Klimaschutz verdient gemacht haben. Und wir sind besonders froh, dass der Ministerpräsident das weiterhin unter seiner Schirmherrschaft macht. Warum Kiel? Kiel hat eine ganz, ganz lange Tradition in der Meeresforschung, über 300 Jahre, und um die Jahrhundertwende, bereits 1902, gab es ein Labor für internationale Meeresforschung hier in Kiel. Und es gab auch damals schon eine Verbindung nach Monaco, nämlich der Urgroßvater vom Prinz Albert II. Ist damals schon auf den Meeren unterwegs gewesen, hat mehrfach an der Kieler Woche teilgenommen und diese Verbindung nach Monaco ist geblieben. Seit 2012 sind wir Teil der Helmholtz-Gemeinschaft. Vorher gehörte das Geomar zur Leibniz-Gemeinschaft
Und vor knapp 4 Wochen haben wir hier den Neubau eröffnet, am 21. Mai im Beisein der Bundesforschungsministerin. Und jetzt sind wir an einem neuen gemeinsamen Standort hier am Ostufer, am Seefischmarkt, einem der größten meerwissenschaftlichen Campi in Europa. Jetzt können wir internationalen Champions League der Meeresforschung ganz vorne weiter mitspielen. Und auch das deutsche Fußballteam hat uns heute nicht enttäuscht und hat 2:0 gewonnen. Insofern muss ich meinen Text zum Glück nicht anpassen. Wir können hier an diesem gemeinsamen Campus unsere exzellente Forschung zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung des Ozeans gemeinsam mit voller Kraft vorantreiben, auf einem modernen Campus mit vielen Begegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten noch besser unsere Mission verfolgen. Die 4 Forschungsbereiche, die wir am Geomar haben, untersuchen die physikalischen, die chemischen, die biologischen und die geologischen und geophysikalischen Prozesse im Ozean und ihre Wechselwirkung mit dem Meeresboden und der Atmosphäre. Damit decken wir ein einzigartiges Spektrum in der Meeresforschung ab und können jetzt an einem Standort noch viel enger disziplinübergreifend zusammenarbeiten. Das neue Gebäude in Schiffsform spiegelt unseren Auftrag und unser Selbstverständnis wider, nämlich, dass unsere Welt der Ozean ist. Der Slogan hat doppelte Bedeutung. Wir Menschen sind Teil des Systems Ozean und stehen in Wechselwirkung mit ihm, hängen vom Ozean ab. Auch Boris Herrmann hat das gesagt, er hängt vom Ozean ab, wenn er auf dem Ozean unterwegs ist. Zum anderen unterstreicht es auch die Vielfalt der Kompetenzen, die wir am Geomar haben. Wir sind im und auf dem Ozean unterwegs. Wir entdecken und verstehen den Ozean. Viel ist überhaupt noch nicht verstanden. Nur 10% des Meeresbodens sind vermessen, 20% der Organismen kennen wir erst. Das heißt, es gibt noch ganz viel zu entdecken. Auf jeder Expedition entdecken wir neue Dinge. Das ist sehr, sehr faszinierend. Auf der anderen Seite müssen wir den Ozean schützen und nachhaltig nutzen. Er ist unter starkem Druck des Klimawandels und insofern geht es darum, Lösungen für drängende gesellschaftliche Probleme im Dialog mit Politik und Gesellschaft zu finden. Unsere Vision ist es, mit unserer Forschung und unserem Engagement im Transfer von Wissen und Technologie maßgeblich zum Erhalt der Funktion des Ozeans und zum Schutz für folgende Generationen beizutragen. Und ich habe es schon gesagt, wir sind im und auf dem Ozean unterwegs, aber wir sind nicht nur auf den Weltmeeren unterwegs, sondern wir sitzen auch hier im Büro an Computermodellen, wir sitzen in den Laboren, analysieren die Daten, die wir auf den Expeditionen gewinnen und sind natürlich mit einer Vielzahl von Instrumenten unterwegs. Und diese Abbildung gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die seegehenden Instrumente, in die seegehende Infrastruktur, die wir hier haben und die wir weltweit einsetzen. Das sind Instrumente, die auf der Meeresoberfläche schwimmen, wie Schiffe oder Waveglider. Das sind Instrumente, die die gesamte Wassersäule angucken. Wir haben Verankerungen an verschiedenen Stellen und wir haben autonome Unterwasserfahrzeuge, sogenannte AUVs oder ROVs, die für uns Messungen am Ozeanboden und in der Ozeansäule unternehmen. Wir sind weltweit unterwegs. Etwa 20 Expeditionen pro Jahr werden vom Geomar geleitet und hier sehen Sie die diesjährigen Expeditionen, wo wir in allen Weltmeeren, naja, stimmt nicht ganz, im Pazifik sind wir dieses Jahr nicht unterwegs, aber wir sind zum ersten Mal wieder im Indischen Ozean unterwegs, etwa 480 Expeditionstage pro Jahr, also länger als ein ganzes Jahr sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Geomar auf dem Ozean unterwegs. Wir decken viele Gebiete ab, aber eben nicht alle. Und mit den Forschungsschiffen, die auch einen ziemlichen Tiefgang haben und zum Beispiel gar nicht in die Schwentine reinfahren können, können wir eben nicht in alle Ecken des Ozeans schwimmen, segeln. Hier sehen wir einen Messtrack für Kohlenstoffdioxid, den Boris Herrmann 2021 bei der Vendée Globe für uns aufgenommen hat mit dem Sea Explorer.
und so unseren Datensatz wirklich erweitert und wertvolle Daten für die Wissenschaft gesammelt hat. Und wie man sieht, natürlich sind wir im Atlantik unterwegs, aber einmal um die Welt rumzusegeln, das schaffen wir mit den Forschungsschiffen nicht. Und deswegen ist diese Kooperation mit Seglern ganz besonders wertvoll. Wir setzen uns dafür ein am Geomar, dass diese Daten weltweit verfügbar sind, global zugänglich sind, dass es allgemeingültige Standards für unterschiedliche Zwecke gibt. Und dies ist nicht nur ein Beitrag zu den Zielen des Geomars, sondern auch zur Helmholtz-Gemeinschaft, aber auch zur Deutschen Allianz Meeresforschung und zur UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung. Das ist also ganz wichtig, dass diese Daten wirklich nicht nur für uns zur Verfügung stehen, sondern weltweit und wir einfach diesen Ozean, der wenig vermessen ist und wo wir relativ wenig Daten haben, wirklich weiter vermessen können. Ein aktuelles Projekt am Geomar ist das sogenannte SOUP-Projekt. SOUP steht für Shaping an Ocean of Possibilities, ein Meer der Möglichkeiten zu schaffen, eine Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie im Bereich der Meerestechnik. Wir entwickeln Sensoren, um eben möglichst kleine Sensoren zu haben, die man gut auf Segelyachten, auf Expeditionsschiffen, auf Kreuzfahrtschiffen und anderen betreiben kann und so noch mehr Daten zu sammeln. So können auch Nichtwissenschaftlerinnen Forschung betreiben und das brauchen wir unbedingt, denn wir brauchen noch viel, viel mehr Daten vom Ozean. Und so wie Boris Herrmann, mit dem wir seit längerer Zeit zusammenarbeiten und mit dem wir auch als erstes angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Wir konnten ihn beim Ocean Race Summit im Januar 2023 auf unserer Außenstelle auf den Kapverden in Mindelo begrüßen, am Ocean Science Center Mindelo, was wir seit 2017 mit dem IMA, mit dem Instituto do Mar dort betreiben. Ebenfalls anwesend war der UN-Generalsekretär Antonio Guterres und andere hochrangige Politiker der Kapverden, Portugals und anderer Länder. Und hier sehen wir, die oberen zwei Fotos sind im Ocean Science Center Mindelo, die unteren beiden Fotos sind vor oder im Sea Explorer aufgenommen, im Boot, wo Herr Spickermann und ich stehen und das nicht ganz so professionell drehen, wie Boris Herrmann das macht. Wir waren ein bisschen unbeholfen. Und auf dem anderen Bild sieht man 12 westafrikanische Waskal-Studierende des Masterstudiengangs Climate Change and Marine Sciences, die eben 2 Jahre dort ausgebildet werden und dann mit einem deutschen Forschungsschiff von den Kapverden nach Deutschland fahren, um zu lernen, wie man den Ozean vermisst, wie es ist, auf einem deutschen Forschungsschiff unterwegs zu sein. Sie schreiben dann ihre Masterarbeit eben gemeinsam mit an einer deutschen Institution, am Geomar oder an anderen. Das ist also eine ganz tolle und langjährige Kooperation, die wir mit den Kapverden haben. Aber wir konnten Boris Herrmann nicht nur auf den Kapverden begrüßen, sondern auch hier am Geomar. Vor 3 Jahren haben wir gemeinsam die Kieler Woche eröffnet, 2021, und im Anschluss haben wir dann Boris gemeinsam mit Fürst Albert zu Besuch am Geomar empfangen. Boris Herrmann ist wirklich ein Pionier, dessen Engagement wir heute würdigen. Und er ist ein Botschafter der Meere, der viel bewegt hat und hoffentlich noch ganz viel mehr bewegen wird. Ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Boris, zu dieser Auszeichnung mit dem Deutschen Meerespreis des Geomars und der Professor Dr. Werner Petersen Stiftung. Wir hoffen auf weitere zahlreiche Zusammenarbeit, auch mit anderen Seglern. Wir brauchen möglichst viele, die ausschwärmen auf dem Ozean. Der Ozean ist groß. Ihnen allen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns gemeinsam Boris Herrmann und sein Engagement feiern. Unsere Welt ist, glaube ich, gemeinsam, der Ozean, und wir haben die gemeinsame Vision, diesen zu schützen und beizutragen zum Klimaschutz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Katja Mattes. Und Sie haben es schon erwähnt, durch die Unterstützung der Professor Dr. Werner Petersen Stiftung geht sozusagen die Verleihung des Deutschen Meerespreises in eine Art Neuauflage. Und deswegen begrüßen wir mit einem großen Dank jetzt hier vorne zu seinem Grußwort den Vorsitzenden der Petersen Stiftung, Dr. Klaus-Jürgen Wiechmann. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Günther, sehr geehrte Frau Professorin Mattes, Direktorin des GEOMAR, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Sie, sehr geehrter Boris, in Ihrem Interview vor 3 Jahren über das Buch Vendée Globe, die härteste Regatta der Welt, vorstellten, hat mich vor allem beeindruckt, dass Sie das Meer Ihren Arbeitsplatz nannten. Dieser Arbeitsplatz, so stellten Sie fest, verändert sich jedoch. In besonderem Maße gilt es für die Bedeutung der Ozeane als Klimaanlage der Erde. Diese globale Klimaanlage ist mittlerweile überlastet und Sie fragten sich, was sich dagegen tun lässt. Sie müssen sich persönlich Ihre Antwort für den Schutz des Meeres einsetzen, der ein besonderer Ort seit jeher für Sie ist. Sie müssen sich engagieren aus großem Respekt vor diesem System, in dem alles ineinander greift. Und so sagten Sie, aus reiner staatsbürgerlicher Verantwortung. Insofern freue ich mich, dass ich heute Abend im Namen der Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung den wohl hellsten Stern am deutschen Extremhimmel begrüßen kann, wie es in einer biografischen Notiz Ihre Leistung als Profiseegler gesagt wird. Und ganz besonders freue ich mich darüber, dass Ihnen der Deutsche Meerespreis verliehen wird. Denn dieser würdigt Persönlichkeiten, die sich, wie formuliert wird, durch ein besonderes Engagement und für den Erhalt, Schutz und die Vermittlung von Wissen um und über die Meere verdient gemacht haben. Begründet wurde diese Auszeichnung in den ersten 4 Jahren noch als Elvermann-Borghese Meerespreis im 2006. Maßgeblich für die Verleihung war das GEOMAR, damals unter der Leitung von Professor Herzig. Damit dieser überregionale, anerkannte und etablierte Meerespreis auch dauerhaft verliehen kann, wurde 2023 nach einer kurzen, vor allem durch Corona besetzte Weichen neu gestellt. Im engsten Einvernehmen mit dem GEOMAR und mit Ihnen, Frau Professor Mattes, fördert nunmehr die Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung den Deutschen Meerespreis. Er wird unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther mit 2 Schwerpunkten: Meerespreis für herausragendes Engagement und Forschung für den Ozean verliehen. Für die Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung ist diese Förderung ein besonderes Anliegen. Es entspricht in jeder Hinsicht dem Stiftungszweck, wonach unter anderem hervorragende wissenschaftliche oder forschungsbezogene Leistungen gefördert werden oder Mittel für wissenschaftliche oder forschungsorientierte Einrichtungen bereitgestellt werden. Es herrscht in der Stiftung die Grundüberzeugung vor, dass nachdrückliches und nachhaltiges Handeln für den Schutz der Meere weltweit unverzichtbar ist. Es gilt insbesondere angesichts der Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, das Motto: Wir müssen die Ozeane retten, wenn wir uns selbst retten wollen. Der Fokus und der Schutz und der Erhalt der Meere, der den Deutschen Meerespreis legt, ist besonders in der heutigen Zeit somit ein nicht zu unterschätzendes Zeichen. Die Kooperation zwischen Stiftung und GEOMAR bei der Verleihung des Deutschen Meerespreises 2024 zeigt eine fast symbiotische Beziehung zwischen einer privaten Stiftung und einer wissenschaftlichen Einrichtung in Schleswig-Holstein auf. Deutlich wird dies unter anderem bei der jährlichen Vergabe von Exzellenzprofessuren, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses am GEOMAR und nunmehr bei der Verleihung des Deutschen Meerespreises. Diese Auszeichnung wird in enger Zusammenarbeit mit dem GEOMAR und im Einklang mit dem von mir genannten ersten Schwerpunkt vorgenommen. Danach wird der Preis an renommierte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Politik verliehen und die sich durch besonderes Engagement für die Erhaltung, den Schutz und die Vermittlung von Wissen über die Meere verdient gemacht haben. Und so ist es naheliegend, dass Sie, sehr geehrter Boris Herrmann, als Preisträger ausgezeichnet werden. In der Laudatio werden einzelne Stationen ihrer hervorragenden Leistung dargelegt. Als erster Träger des Deutschen Meerespreises unter der Förderung der Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung werden Sie, sehr verehrter Boris Herrmann, für Ihre vielfältigen Verdienste als Botschafter der Meere zur Vermittlung von Themen der Meeresforschung in dieser Feierstunde öffentlich geehrt. Darüber freuen wir uns sehr und gratulieren Ihnen ganz von Herzen. Ja,
Ja, vielen Dank. Interessant bei der Vorbereitung zu diesem Abend, dass wir alle irgendwie einen gleichen Gedanken hatten. Katja Mattes hat sie erwähnt, ich hatte sie im Kopf und Boris vorhin auch. Die Kieler Woche 2021. Da standen wir nämlich alle gemeinsam in Schilksee. Der Ministerpräsident dabei, Ulf Kämpfer war dabei. Es war meine erste Kieler Woche-Eröffnung, auch wenn es die kleine Corona-Edition war. Und ich erinnere mich an eine Frage, die ich gestellt habe an Sie beide, Boris Herrmann und Katja Mattes, nämlich, wie passen Segelsport und Wissenschaft zusammen? Die Frage würde ich heute gar nicht mehr stellen. Weil heute stellt sich die Frage einfach gar nicht mehr, denn es passt nicht nur zusammen, sondern es gehört inzwischen zusammen. Wenn man überlegt, was sich seitdem getan hat, das Thema Citizen Science ist noch nicht ganz in aller Munde, aber auf einem guten Weg. Die Sea Explorer ist an Stellen gekommen, wo über 70 Jahre keine Daten gemessen wurden. Das hat Boris Herrmann geschafft. Er hat dieses Thema in die Medien gebracht. Es hat sich viel bewegt und das eben auch, weil ein Team dahinter steht, das sowohl auf dem Wasser als auch an Land agiert. Ein Projekt, was wir auch schon länger verfolgen oder ich länger verfolge und auch immer wieder auf den Bühnen hatte, ist ein Projekt, was wir vergangenes Jahr zum Ocean Race den Startschuss geben konnten vom Geomar, nämlich das Sailing for Oxygen Projekt, wo Toste Tanua beim Ocean Race, beim Flyby in Kiel, was wir hoffentlich wahrscheinlich alle vor Augen haben, den Startschuss geben konnten. Es geht um Datensammeln in der südlichen Ostsee. Und Boris Herrmann hat es irgendwie geschafft, dass Datensammeln inzwischen cool ist. Und ich erinnere mich daran, wir standen auf der Bühne, Boris war unterwegs mit auch natürlich anderen Seglerinnen und Seglern im Rennen, die auch inzwischen die Datensammelgeräte an Bord haben, die Ocean Packs. Und das Team Malizia war eben an Land. Kerstin, du sitzt hier, du warst den ganzen Tag, über 3 Tage im Venue und hast Fragen beantwortet. Cornelius war, glaube ich, schon unterwegs zum nächsten Stopover vom Ocean Race. Holly war mit auf der Bühne. Es war quasi ständige Bewegung. Wir haben das Thema Wissenschaft an Land gebracht, während Boris sozusagen auf dem Wasser uns seglerisch begeistert hat und Daten gesammelt hat. Und das nochmal zusammengefasst mit Wahnsinnsbildern und das, was das Team Malizia leistet, das schauen wir uns jetzt in einem Film nochmal an. The Ocean Race is the toughest team challenge in sport. 6 months racing around the world. There is nothing like this. You keep fighting, you dig deep, and you push hard. Together as Team Malizia, we have achieved more than we could have ever imagined in so many ways. The highs and the lows, the wins and the losses, overcoming all obstacles. This race is about never giving up. We sail through the most remote oceans in the world, experiencing nature at its most raw and its most volatile. We know that we cannot control the ocean, but we know we need to protect it. Every second breath we take comes from the ocean. Keeping the ocean healthy ensures life on this planet. We measure rare ocean data to help scientists better understand the role the ocean plays in mitigating climate change. This is a race we must win. Our My Ocean Challenge program has been used by over 75,000 children in 12 languages around the world. We've hosted thousands of children during the Ocean Race, engaging with them on the topic of ocean protection and climate change. The team captured the minds of the public with open and the most authentic communication, reaching media stations worldwide and giving a unique insight into offshore racing. The Malizians docu-series brought the people closer than ever before to a sports team. Our partners and their customers have joined us at all of the Ocean Race stops where they have become part of the team, sailing on the boat and creating events together. The team created sustainability events, inspiring guests around our joint A Race We Must Win mission and creating a dialogue around solutions. This is just the beginning. We are far from finished. The fight for climate solutions is ongoing, and so is the Malizian mission. As a team, we never give up. We want you to do the same.
Let's win this fight together. This is a race we must win. Ja, wenn wir diese Bilder sehen. Wenn wir diese Bilder sehen, freuen wir uns wahrscheinlich alle umso mehr auch auf nächstes Jahr dann. Kiel als Startport des Ocean Race Europe. Und dann gibt es wieder Wahnsinnssegelsport auf dem Wasser und Wissenschaft an Land. Da kommen wir auf jeden Fall alle wieder zusammen. Und der Kampf für die Meere ist in einem Land zwischen den Meeren natürlich auch ganz besonders sein Thema und eben auch als Schirmherr des Deutschen Meerespreises und langjähriger Unterstützer. Und ich weiß, er ist ein großer Fan. Freuen wir uns, dass er heute die Laudatio hält. Herzlich willkommen, unser Ministerpräsident Daniel Günther. Stehe ich richtig, ne? Mir wurde nämlich genau gesagt, wo der Schattenabwurf beginnt und wo ich mich genau hinstellen soll, aber ich glaube, ich habe den Platz gefunden. Ja, lieber Boris Herrmann, sehr geehrte Frau Professorin Mattes, liebe Katja, Herr Dr. Wichmann, Herr Oberbürgermeister, lieber Ulf Kämpfer, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Gäste, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung und dafür, dass ich auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft für den Deutschen Meerespreis übernehmen darf. Großartig gefördert und unterstützt von der Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung und eine gute Gelegenheit, mal wieder hier ins Geomar zu kommen. Wir machen das ja im Moment so im 4-Wochen-Rhythmus mit unterschiedlichen Veranstaltungen. Aber heute ist es in der Tat eine besondere und Ulf Kämpfer und ich haben uns ordnungsgemäß auch vorbereitet darauf, indem wir vorher noch in der Lille Brauerei Fußball zusammen geguckt haben und er vor mir losgefahren ist und ich das Rennen durch Kiel gewonnen habe. Also ich war eher da als er bei dieser Veranstaltung, von daher hatten wir so ein bisschen Boris Herrmann-Feeling, also ich zumindest, weil ich gewonnen habe. Aber das war eine gute Einstimmung auf diese Veranstaltung, auf die ich mich in der Tat sehr gefreut habe. Und wenn ich das so sagen darf, auch etwas Großartiges, eine Laudatio, auch eine Begründung für den Preis auf Boris Herrmann zu halten, mache ich auch extrem gerne. Einen großartigen Sportler, Segler, Botschafter für Klimaschutz, aber auch Förderer gerade der Wissenschaft. Das ist schon auch etwas Besonderes. Und natürlich darf ich ihn bei der Würdigung nicht vergessen, dass der Sport zuerst kam. Es ist ihm in die Wiege gelegt worden, dass er schon immer Segler gewesen ist. Und irgendwann, letztens, als ich mal wieder gefrustet von irgendeiner politischen Veranstaltung abends vorm Fernseher gesessen habe und ihn bei Inas Nacht beobachtet habe, habe ich dort erfahren, da erfährt man immer viel Spannendes, dass seine Eltern sich damals gar nicht so sehr darüber gefreut haben, hast du zumindest erzählt, du guckst so erstaunt, aber du weißt ja auch nicht, was kommt, dass du dich für den Wettkampf entschieden hast, weil sie so ein bisschen das Gefühl hatten, wenn man so Wettkämpfe auf dem Meer fährt oder gestaltet, dass man ein Stück von der Freiheit, die man auf den Meeren genießen kann, abgibt, weil ja plötzlich Bojen dazwischen sind und man sich nach genauen Routen richten muss. Aber es hat dich nicht davon abgehalten, weil du immer auch einen Ehrgeiz entwickelt hast, natürlich beim Sport auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das darf man schon sagen, dass du heute zu den weltbesten Seglern gehörst und ja auch durch die Ziele, die du dir gesetzt hast, am Ende dir die Freiheit auf den Meeren wieder erkämpft hast, denn dein Fokus ist jetzt nicht nur Regatten zu segeln, sondern ja mittlerweile wirklich auf den Weltmeeren unterwegs zu sein und eben diese Grenzen auch überhaupt nicht mehr zu spüren. Und diese Leistung, dass du immer zu den Besten dazugehörst, wir hätten jetzt dazu geführt, dass ich die Laudatio für die Sportverdienstmedaille heute hier gehalten habe, aber dein Wirken auch in diesen Bereichen geht ja, wie wir alle wissen, weit darüber hinaus, weil du diesen sportlichen Erfolg, auch deinen persönlichen Bekanntheitsgrad immer dafür genutzt hast, weil du wusstest, dass deine Botschaften, wenn du sie vermittelst, einfach so viele Menschen erreichst, dass du sie immer dafür genutzt hast, dich auch um Herzensanliegen zu kümmern, die über diesen Sport hinausgehen.
Nämlich immer auch zu sagen, wenn ich auf den Meeren unterwegs bin, dann habe ich als Sportler, als Nutzer immer auch ein Rieseninteresse daran, dass die auch gesund sind, dass sie auch gut erhalten werden, dass der Zustand unserer Meere gut ist, denn wir wissen alle, wenn wir Klimaschutzziele erreichen wollen, dann ist die Qualität, ist das, was in den Meeren passiert, von unschätzbarem Wert. Und das hat dich immer dabei geleitet, dein Engagement auch darauf zu fokussieren. Und du hast dich immer gefragt, wie kann ich sozusagen einen Beitrag auch dazu leisten, damit das alles besser wird. Eben ist ja auch angesprochen worden, das Datensammeln. Hätte man eigentlich viel früher mal auf die Idee kommen können, dass solche Dinge dafür genutzt werden, diese Daten zu sammeln. Und wie viele Boote sind vorher schon unterwegs gewesen, die auf diese Ideen nicht gekommen sind. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die Kooperation hier mit Geomar seit 2018 ja entstanden ist, dass du wirklich immer wieder Daten gesammelt hast über Sauerstoff, über CO2 in den Meeren, über Temperaturen und eben auch immer genutzt hast, dass du ja in den Bereichen auch unterwegs bist, wo nicht so viele Schiffe unterwegs sind, die jetzt nicht die genauen Handelsrouten abbilden, sondern an vielen Orten bist, wo einfach diese Daten nicht vorhanden waren. Und da hast du dich immer großartig in den Dienst der Wissenschaft gestellt, aber gleichzeitig auch immer gesagt, das Thema Nachhaltigkeit willst du auch an junge Menschen vermitteln. Wir sind uns oft auch bei Veranstaltungen begegnet, wo es gerade darum ging, junge Menschen dafür zu begeistern, für Klimaschutz zu begeistern, ein bisschen auch für Sport und Segeln zu begeistern, aber das verträgt sich ja gut miteinander. Und von daher hast du dich in den Bereichen wirklich immer großartig engagiert. Und das passt natürlich perfekt zum Geomar sowieso, unserem Vorzeigeinstitut, mit dem wir immer angeben, wenn Gäste da sind. Zu Recht ja auch, weil das wirklich nicht nur ein Kleinod ist, sondern etwas, was wirklich vielfach in der Welt bekannt ist. Und der nächste Besucher wird ja auch, darf man es eigentlich sagen, unser Bundespräsident sein, oder ist es noch geheim? Dann jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Aber es ist ja ein Gegenbesuch, denn er war ja zwischendurch auch auf den Kapverden, um sich auch da von der Qualität zu überzeugen, was dort geleistet wird. Und dann hat Katja dann kurzerhand zu ihm gesagt, Mensch, mach mal einen Besuch bei uns hier. Und dann hat er jetzt eingewilligt und kommt hierher. Aber wie gesagt, wenn Journalisten hier sind, jetzt noch nicht schreiben, vielleicht ist es wirklich noch nicht öffentlich. 2. Juli, Wolf Kämpfer, habe ich den Termin auch schon mal zugerufen. Aber das passt natürlich auch einfach absolut zum Geomar, aber es passt natürlich auch zu unserem Land Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren. Wir haben ein Rieseninteresse daran, dass Meere geschützt werden. Wir versuchen auch unseren Beitrag natürlich in Schleswig-Holstein dafür zu leisten, dass die Meere in Schutz sind, mit einem Nationalpark zumindest an der Westküste und Schutz auch an der Ostsee mit zusätzlichen auch Flächen, die wir dafür geschaffen haben, auch mit großartiger Unterstützung. Und von daher haben wir, glaube ich, allen Grund, auch stolz darauf zu sein, dass dieser Deutsche Meerespreis hier verliehen wird und dass er in diesem Jahr wirklich an einen großartigen Menschen verliehen wird. Und wenn ich das nebenbei auch noch sagen darf, Boris Herrmann trifft man nicht nur bei den Dingen, die ich eben aufgezählt habe, sondern es gibt so viele Dinge, in denen du dich engagierst. Ich weiß immer gar nicht, wie du das schaffst, weil du ja beim Ocean Race jetzt mal kurz 6 Monate unterwegs bist oder jetzt erstmal ja im November geht es ja erstmal auf die Strecke und im August ist, glaube ich, der Start vom Ocean Race hier wieder in Kiel, in der Landeshauptstadt. Da bin ich auch mit dabei. Ich habe meinen Urlaub verlegt, weil ich aber nicht wusste, dass Boris Herrmann mir eben verraten hat, dass ich da über Bord geworfen werde, weil es da irgendeine Tradition gibt, die ich nicht kannte. Aber auch darauf freue ich mich natürlich. Aber nebenbei weißt du auch, wie häufig wir uns treffen, kürzlich in Hamburg, wo Menschen sich getroffen haben, um sich für Demokratie einzusetzen. Ich dachte, wer ist wohl alles mit dabei? Auch da Boris Herrmann mit dabei, in so vielfältigen Sachen. Von daher gebührt dir dieser Preis wirklich ganz besonders. Ich glaube, du hast ihn dir wirklich verdient mit deinem großartigen Engagement und ich glaube, wir sind alle stolz darauf. Deswegen wirklich auch von meiner Seite aus danke für das großartige Engagement. Mach weiter so, absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch, lieber Boris Herrmann. Genau, Sie können ihn ja auf die Bühne klatschen. Wir wollen dich jetzt nicht länger warten lassen. Der Deutsche Meerespreis 2024 geht an Boris Herrmann.
gehe erstmal dann, ja genau, Frau Mattes, Herr Wiechmann. Und Herr Wiechmann, Sie haben nochmal das Wort. Herr Zöllner ist auch nochmal dabei. Mögen Sie ein Mikrofon in die Hand nehmen oder zu dem Pult nochmal gehen, wie Sie mögen? Ich kann Ihnen auch hier so eins geben. Nee, für lesen können wir es hier. Dann machen Sie das hier, genau. Sieht schöner aus auf jeden Fall, alle zusammen so. Wo Sie? Hier. Jetzt wird das mit dem Licht interessant, ne? Im Namen Sie des stehen alle GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel sowie der Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung verleihen wir Herrn Boris Herrmann dem Deutschen Meerespreis der Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung für seine herausragenden Verdienste als Vermittler von Meeresforschungsthemen in die breite Öffentlichkeit und würden dies mit einem Preisgeld in Höhe von 20.000 €. Gratuliere. Genau, ganz wichtig erstmal die Zeit für Fotos. Nee, das würde ich gerne direkt an Boris weitergeben, denn Boris, ich frage mich natürlich, wenn du jetzt hier so stehst, so viele lobende Worte, so viel Engagement gewürdigt, so viel Wertschätzung, die dir hier entgegengebracht, dir und deinem Team, für so viele Jahre Arbeit und Engagement. Wie fühlt sich das an für dich, jetzt gerade, wenn du alle noch so auf der Bühne hast? Ja, ich bin überwältigt und freue mich sehr und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen und insbesondere diese sehr persönliche Ansprache, diese sehr persönlichen Worte, die persönlichen Fotos, die wir gemeinsam von unseren diversen Begegnungen hier sehen konnten. Also ich bin sehr glücklich, überwältigt ein bisschen auch. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, was wir machen konnten mit unseren Messungen, ist nicht allein auf unserem Mist gewachsen, das wissen Sie. Wir stehen auf einem großen Fundament von vielen, die daran gearbeitet haben, insbesondere hier am GEOMAR-Institut. Aber da können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen. Kommen wir gleich dazu. Vielleicht Frau Mattes kurz jetzt auch in der Konstellation hier. Sie sehen sich alle tatsächlich öfter. Hätten Sie denn gedacht, wir haben noch ein zweites Mikrofon sonst, hätten Sie denn gedacht, dass das mal alles so weit sich bewegt, dass Sie da stehen und sagen, wir brauchen die Segler, dass Boris hier steht, diesen wahnsinnig wichtigen, tollen Preis erhält und so weiter. Wie fühlt sich das für Sie an? Toll. Also ich bin auch ein bisschen überwältigt. Ich finde es großartig, aber überraschend eigentlich nicht, weil wie der Ministerpräsident schon sagte, warum ist man eigentlich nicht schon früher auf die Idee gekommen, mit Segelbooten Daten zu sammeln? Und wir sind ja schon lange unterwegs und seit 2018, Toste Tanur zum Beispiel, ne, hat das mit dem Ocean Pack entwickelt und das ist eine ganz tolle Entwicklung, die es genommen hat und ich hoffe, dass wir noch viele weitere tolle Entdeckungen und Entwicklungen machen. Daniel Günther, Sie haben es gerade gesagt, schade, dass noch nicht schon früher einer auf die Idee gekommen ist. Jetzt haben Sie Boris Herrmann ja stehen, dessen Heimrevier ja die Kieler Förde lange war. Wie stolz macht es Sie, auch nicht nur natürlich jetzt die Laudatio zu halten, haben Sie gerade gesagt, große Ehre, aber auch, dass Boris Herrmann jetzt das Land Schleswig-Holstein, den Preis, das jetzt alles auch so mit rausträgt, auch gerade mit diesen Wahnsinnsbildern von der Förde, die ja um die Welt gegangen sind und dieses Thema so groß platziert. Wie wichtig ist Ihnen das, solche Botschafter auch hier aus dem Land nach außen zu tragen? Das ist natürlich echt große Klasse und natürlich bin ich stolz darauf, nicht nur die Laudatio zu halten, sondern ich glaube, das darf ich auch als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident sagen, dass für uns natürlich Meeresschutz ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, GEOMAR für uns wichtig ist und Boris Herrmann natürlich als Botschafter, der einfach weltweit einen Bekanntheitsgrad hat, ist natürlich auch für uns super, dass das hier von der Prof. Dr. Werner Petersen Stiftung auch unterstützt wurde an der Stelle und wir dann eben auch die Möglichkeit haben, ein bisschen mit seinem Ruhm natürlich auch Schleswig-Holstein auch ein bisschen mit zu repräsentieren. Also von daher bin ich da schon auch sehr stolz darauf. Das ist für unser Land wichtig, das ist natürlich auch für die Landeshauptstadt Kiel hier wichtig, fürs GEOMAR wichtig und von daher finde ich, passen wir einfach auch richtig gut zusammen und deswegen einfach wirklich eine richtig große Freude, aber er ist einfach auch ein klasse Typ, der sich das einfach verdient hat. Also ihm gebührt das hier. Definitiv, deswegen schnacken wir gleich noch eine Runde durch. Boris, du bleibst bitte bei mir. Vielen Dank an Dr. Zöllner, Daniel Günther, Dr. Wiechmann und Dr. Katja Mattes. Vielen Dank erstmal und ich behalte Boris noch ein bisschen bei mir. Das wollen wir natürlich noch ein bisschen nutzen, den Moment hier, dass du da bist, Boris. Wir haben ja schon viel gehört, was die Meere eigentlich ausmacht. Warum sind sie so wichtig? Was ist für dich wichtig? Hast du einen Moment gehabt? Du hast in einem Video gesagt,
Du bist natürlich aufgewachsen als Segler, hast die Wellen lesen gelernt, den Wind und hast jetzt irgendwann dann in dem Zuge deiner Karriere verstanden, was eigentlich noch dran hängt. Gab es einen Moment, wo du verstanden hast, welchen Wert die Meere eigentlich für uns haben? Ja, das liegt einige Jahre zurück und ich möchte nochmal sagen, dieser Prozess hat wirklich beschleunigt hier am Geomar angefangen. 2017 gab es einen öffentlichen Vortrag, kann sogar sein, dass es in diesem Hörsaal war, wo Toste Tanur hier vom Geomar darüber berichtet hat, wie andere Segelyachten, wir sind also nicht die Erste, insofern um auch auf Ihre Bemerkung einzugehen, wir waren nicht die Ersten, die das gemacht haben, es gab natürlich schon vorher andere. Und darüber hat dann der Toste Tanur hier einen Vortrag gehalten. Wir haben gesagt, wir haben auch ein Segelboot, wir wollen das auch machen. Und einige Jahre später erst wurde so mehr und mehr mir deutlich, Klimawandel, unsere kleine dünne Atmosphäre, das ist ja nur ein ganz kleiner Aspekt. Der Klimawandel, wirklich ganz viel davon findet in den Ozeanen statt. Und in den Ozeanen steckt auch unsere Zukunft in Abhängigkeit der Erwärmung und der CO2-Aufnahme etc. Dort steckt also prägen wir sozusagen jetzt unsere Zukunft sehr stark. Und du hast dann gesagt, du hast es wahrgenommen, bist mit Toste in Kontakt getreten, der hat euch ja wirklich von Anfang an betreut dann auch. Und dann kam so, also für mich war der Moment die Vendée Globe 2021, also 2020, 2021, wo plötzlich, ich erinnere mich, auf der Boot Düsseldorf hatten alle nur noch ihre Handys in der Hand. Was gucken die denn da? Wer ist denn dieser Boris Herrmann eigentlich? Und dann ging das los und dann kam es natürlich das Seglerische. Du bist vorne mitgesegelt, alle haben sind dir als Segler gefolgt und plötzlich kam dieses Datensammelthema obendrauf. Was macht der eigentlich? Und dann hast du es geschafft, andere zu motivieren, auch Ocean Packs mit an Bord zu nehmen. Jetzt im Ocean Race, ich weiß nicht, wie viele Teams es insgesamt, ich glaube, jedes Boot hatte inzwischen Ocean Pack dabei. Jedes Team hat sich ein bisschen anders ausgerichtet. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen? War es schwer, die anderen zu motivieren oder war das dann so ein Selbstgänger irgendwann? Ja, es gibt ja verschiedene Niveaus oder verschiedene Themen, die bemessen werden können von Yachten. Wirklich sehr vielfältig. Wir hatten jetzt, das ist richtig, im Ocean Race 5 Yachten, die auch hier in Kiel bei dem Flyby waren, die hatten sich alle verschiedene Themen vorgenommen. Eine Yacht hat sich mehr um Mikroplastik gekümmert, eine Yacht hatte eine sehr moderne Maschine, die durch Kameratechnik Phytoplankton beobachten kann, in Echtzeit sozusagen und kartografieren kann. Und alle Yachten haben solche Messbojen mitgenommen, die wir an verschiedenen vorgegebenen Orten auf den Ozeanen über Bord werfen, um die zu erneuern. Die haben ja eine gewisse Lebensdauer und stellen letztendlich so ein bisschen das Fieberthermometer dar mit 5000 Bojen, die auf den Weltmeeren rumschwimmen. Bojen ist ein bisschen salopp gesagt, aber Sie wissen, was ich meine. Und was wir machen, unser Fokus liegt ja auf dem CO2, weil wir das Klima so doll im Fokus haben als Thema, also der CO2-Gehalt in den Meeren. Und der ist nicht trivial zu messen. Das wurde schon seit einigen Jahren versucht zu entwickeln und dann auch irgendwann durch eine öffentliche Förderung und eine junge Firma hier, Subsitec in Kiel, letztendlich zum Erfolg geführt, vor etwa 10 Jahren, denke ich, und dann in mehreren Versionen erst dorthin gebracht, dass diese Maschinen und Geräte wirklich dann auch funktionieren bei einer Weltumsegelung. Hätte man diese Maschinen schon früher gehabt, hätte man dann auch schon früher angefangen, das zu messen. Aber es ist nicht trivial und es ist auch durchaus nicht so, dass man das heute einfach auf alle Rennboote packen kann. Es ist teuer, es muss gewartet werden und man muss es wirklich wollen, denn es ist durchaus so, dass wir an Bord dann als Segler auch das checken, zwischendurch gucken, wenn da eine Error-Message ist, dass wir dann mit einem Team korrespondieren und gucken, ob wir da irgendwas machen können. Das heißt, du hast das schon auch im Blick während des Rennens, obwohl du dich da auf 1000 andere Sachen auch konzentrieren musst. Es ist mein präzisestes Thermometer, was ich an Bord habe für die Wassertemperatur. Deswegen gucke ich dort gerne. Die Apparatur ist direkt neben meinem Sessel, wo ich so meine Navigation mache. Und dann gucke ich immer auf dieses Display und gucke, wie kalt es denn jetzt nun gerade ist. Ihr habt ja, oder wie warm leider, jetzt habt ihr ja nun aber auch da ein gewisses Gewicht, was ihr an Bord der Rennjachten bringt. Und das, weiß ich, war damals auch so ein Thema, dieses Extragewicht. Warum macht ihr das eigentlich? Die Argo Floats, das sind, glaube ich, die Bojen, die du meintest, alles wiegt extra. Und bei euch geht es ja um Gewicht. Also je leichter das Boot, desto besser. Warum habt ihr das trotzdem gemacht? Am Anfang warst du ja doch ein bisschen noch allein auf weiter Flur und hast gesagt, ich nehme es trotzdem mit, was ja vielleicht auch als seglerisch gesehen nicht so eine gute Entscheidung war. Und du hast gesagt, wir machen es trotzdem. Warum? Ja, es war uns ein persönliches Bedürfnis, über den Sport hinaus uns zu engagieren und was zu machen. Und auch um dem Ganzen noch zusätzliche Winkel von Sinn zu geben, zusätzliche Aspekte von Sinn. Und für mich war es auch so ein bisschen eine mentale Rückversicherung während der Vendée Globe.
Dieses Rennen ist so lang, so schwierig, auch technisch schwierig. Dort geht an diesen Rennjachten irgendwann irgendwas kaputt. Und das kann auch dazu führen, dass man eigentlich im Wettbewerb keine Rolle mehr spielt. Und dann ist es mental unheimlich schwierig, diese Strapazen dennoch weiterhin auf sich zu nehmen. Und ich habe mir immer gesagt, ich werde auf jeden Fall ins Ziel kommen. Und wenn nur mit meinen Messdaten wird diese Reise, und das hat mir, glaube ich, einer der Wissenschaftler hier vom Geomar gesagt, deine Reise lohnt sich auch allein für die Messdaten, dieser ganze Aufwand. Und der Eindruck bestätigt sich heute mehr und mehr, je mehr wir auch die wissenschaftlichen Resultate aufgrund dieser Daten sehen. Du hast gesagt, euer Hauptthema ist die CO2-Messung. Es gibt jetzt nun verschiedene Messungen, die du mitgebracht hast, die Vendée, das Ocean Race, es gibt Vergleichsdaten inzwischen. Wie ernst zu nehmen sind eure Daten? Verfolgst du wirklich auch die Ergebnisse und kannst du über Ergebnisse auch schon was sagen? Ja, ein klein bisschen was haben wir schon gesehen und gehört. Das Entscheidende ist, dass die Daten möglichst präzise sein müssen, damit nicht irgendwelche wissenschaftlichen Modelle und Modellierungen verfälscht werden. Deswegen haben wir eine große CO2-Flasche an Bord mit einem Kalibrierungsgas und diese Maschine kann alle 24 Stunden sich selbst kalibrieren, um so ein langsames Abweichen der Sensoren zu vermeiden. Und die Wissenschaftler kategorisieren die Qualität der Daten nach Flaggen A, B, C, D in diesen verschiedenen Datenbanken. Und da war es ein langer Prozess über viele Jahre oder über mehr als 10 Jahre, um diese Qualität der Daten wirklich in den Bereich zu bringen, dass sie dann auch ernst genommen werden und berücksichtigt werden. Und das ist heute der Fall, dank des technischen Engagements und des langen Atems der Tüftler und Konstrukteure dieser Maschine. Und du hast mir erzählt, es ist inzwischen die größte CO2-Messdatenbank, die ihr damit auch geschaffen habt. Und konnte man da jetzt auch schon Ergebnisse erzielen und Auswertungen machen? Habt ihr schon Veränderungen gesehen? Ich glaube, es sind so 5 bis 7 Jahre, die ihr jetzt schon so grob im Vergleichswert habt. Also ich weiß zum Beispiel, Mikroplastik war das Ergebnis nach dem Ocean Race, dass in jedem Sample rund um die Welt Mikroplastik gefunden wurde. Auch an Stellen, wo einfach sonst man denkt, da kommt ja gar keiner hin. Wie war das bei euch? Ja, ich konnte im Prozess dieser Jahre auch lernen, dass es nicht so leicht ist festzustellen, wie viel CO2 geht denn nun aus der Atmosphäre in den Ozean oder aus dem Ozean in die Atmosphäre. In der Atmosphäre können wir eigentlich auf Hawaii, gibt es eine Messreihe schon seit fast 100 Jahren, wo wir sehr genau sehen und auch sogar die Schwankungen der Jahreszeiten sehen können. Wenn die Blätter runterfallen im Winter, dann wird ja CO2 ausgestoßen, wenn sie verwesen, und im Sommer, wenn es alles blüht, dann wird CO2 aufgenommen. Das sieht man in diesen Messdaten direkt, unmittelbar, weil sich in der Atmosphäre alles so schnell durchmengt. Im Ozean ist es viel komplexer und da haben wir Satellitenbeobachtungen, wir haben die driftenden Bojen und einige genaue Messungen von Schiffsplattformen, von den Forschungsschiffen der Institute und heutzutage auch von uns. Und aufgrund dieser genauen Messdaten kann dann diese Annahme und diese Modelle nochmal wirklich genau kalibriert werden. Und da habe ich verstanden, dass mittlerweile in diesen Südmeeren unser Datensatz einer der größten Datensätze ist, der dort mit herangezogen werden kann. Und dass die Wissenschaftler jetzt in Toste Tanua und Peter Landschützer in einem ihrer Papers auch gesagt haben, dass die Annahme, wie viel CO2 die Südmeere aus der Atmosphäre aufnehmen können, leider um 20% nach unten sich verschlechtert unter Zurücknahme oder unter Zugriff auf unsere Daten, die wir gesammelt haben. Also ich finde das einen wahnsinnigen Output schon an dem, wo man sagt, wir machen das einfach als Engagement, was das jetzt im Endeffekt schon für Kreise zieht und für einen Effekt hat. Ich finde, das ist schon mal einen großen Applaus wert, oder? Und den nächsten Applaus könnten wir eigentlich fast hinterher schieben, denn du bist ja mehr oder weniger gerade zurück vom Wasser. Die Vendée, New York quasi hin und zurück, jeweils als Zweiter ins Ziel gesegelt. Ich glaube, das gibt noch mal einen hinterher. Und dann bin ich wieder bei Ihnen, Herr Günther, und gesagt, wie macht er das eigentlich? Wie schafft er das? Wir haben uns zwischendurch am Strand getroffen. Dann warst du in New York, hast ein Panel gehabt bei den Vereinten Nationen. Das heißt, du gehst ja in einer Rolle vom Papa zum Segler, zum Klimaschützer. Trennst du das oder ist es für dich eins inzwischen? Also es ist ein großes Privileg, so eine vielseitige Tätigkeit und Beruf ausüben zu können. Es ist ja wirklich meine Leidenschaft, konnte ich zu meinem Beruf machen, und zu dieser Leidenschaft Segeln ist das Privileg dazu gekommen, auch etwas tun zu können, was gesellschaftlich noch weiter relevant ist, außer für die Gruppe, die sich für diesen Sport nun explizit interessiert. Und das ist, glaube ich, für unser gesamtes Team eine große Freude,
dass wir uns da engagieren können. Und das durchdringt uns eigentlich täglich. Wir beschäftigen uns täglich, was können wir machen, was machen wir als nächstes. Wir sind mit Herzblut dabei und auch als Familie um die Welt gereist beim Ocean Race. Meine Tochter kommt manchmal mit in den Hafen, mit an Bord und insofern verbindet sich das alles zu allem. Und hier in Kiel ist ja für mich auch ein Stück Heimat. Ich habe hier gelebt, wir haben hier sehr viele Kieler Wochen gesegelt. Und jetzt in den letzten Jahren komme ich immer zu den schönsten Anlässen hier. Kieler Woche, Flyby, Ocean Race, Geomar und Geomar-Preis als Krönung. Also bin ich sehr froh, heute hier zu sein. Ich wollte dich gerade fragen nach Momenten, die dich noch beeindrucken. Das sind wahrscheinlich welche davon. Aber eben unter anderem, ich komme nochmal zurück auf das Panel in New York, was ihr gerade hattet, wo es vor allen Dingen von Sylvia Earle, einer sehr renommierten Ozeanforscherin, 88 Jahre jung, wenn man sie so erlebt, muss man das ja auch so sagen, die adressiert hat und gesagt hat, Mensch, es ist alles, wir sind irgendwie zu langsam mit dem, was wir tun. Und vor allen Dingen ist immer wieder die Frage, was ist eigentlich unter der Wasseroberfläche? Wir hören die Frage hier auch oft, die stellt man sich selbst hier in der Förde 6 Meter raus, weißt du schon nicht mehr, wie es unten aussieht. Und du bist dann unterwegs gewesen und warst kurz vor Grönland irgendwo und hast dir auch diese Frage gestellt. Wie kam das? Also gibt es wirklich Momente, die dich so nachhaltig beeindrucken, dass du es vielleicht in dem Moment gar nicht merkst, dass das in Momenten, wo du dann so eine Flaute hast wie da, dass das dann so hochkommt? Ja, es war wirklich eine Erinnerung an Sylvia Earle, an den Moment, diese inspirierende Persönlichkeit kennenzulernen. Eine Frau, die ihr Leben der Meeresforschung und dem Meeresschutz gewidmet hat. Und ich musste an ihre Worte denken in einem Moment der Ruhe in diesem großen Hochdruckgebiet, wo das Meer so eine quecksilberne Farbe hatte und komplett ruhig und still war. Denn mein bisheriges Leben schaue ich auf die Meeresoberfläche und kenne die Farben der See, aber das, was da drunter ist, und das finde ich so faszinierend, das hat Frau Mattes erwähnt, kennen wir erst zu einem geringen Bestandteil. Vielleicht sind die Meeresböden erst zu einem geringen Prozentzahl erforscht, aber dazwischen ist ja auch noch die ganze Wassersäule rund um den Planeten. Mehr als 70% der Erdoberfläche in vielen tausend Metern Tiefe gibt es noch so viel zu erforschen und das ist für mich eigentlich die schönste Erkenntnis. Je länger wir uns damit beschäftigen, desto mehr Fragen entdecken wir, desto spannender wird es, desto mehr Spaß macht es und irgendwann haben wir vielleicht gar keine Zeit mehr, Rennen zu segeln, weil wir von diesen Fragen so eingenommen sind. Tauchst du eigentlich? Ein bisschen. Ah, okay. Unter die Wasseroberfläche geht es dann also auch noch. Jetzt haben wir ja nun hier die verschiedensten Gewerke, Verbände, Politik, Wirtschaft, Tourismus. Wir haben ja so alles hier sitzen. Und viele, die sich schon engagieren. Aber wenn du jetzt überlegst, auch bei euren Veranstaltungen oft, ob das jetzt Kinder sind oder eben Erwachsene, wie versuchst du, Akteure zu motivieren, zu sagen, jeder kann was tun? Es ist in euren Filmen ja immer ganz präsent. Wir müssen alle ran. Ja, also ich glaube, der Zeitgeist und der Geist, den wir vermitteln, ist Kollaboration, versuchen zusammenzuarbeiten mit dem Geomar-Institut oder mit der Stadt Kiel. Wir freuen uns extrem, dass das Land und die Stadt es hinkriegen, den Sport hier auch herzubringen. Also ich schaue hier auch rüber zu Ulf Kämpfer, der vor einigen Jahren mit bei uns an Bord sind wir einmal kurz aufgelaufen, hier auf einer Untiefe in der Förde, das werden wir beide nie vergessen. Aber ich glaube, wenn man zurückguckt, vor vielleicht 40 Jahren gab es eine ganz starke Umweltbewegung, die auch dann berechtigterweise vielleicht stärker sich durch Konfrontation und klare Widersprüche auch in der Öffentlichkeit zu Recht positionierte. Und heutzutage, glaube ich, haben wir einen ganz starken Konsens, eine wichtige Zusammenarbeit, dass daran nichts vorbeiführt und dass diese große Herausforderung Klimawandel und Meeresschutz sind für mich direkt 1:1 miteinander verbunden, dass das nur durch Kollaboration zwischen Institutionen, Gesellschaftsschichten, Ländern und Regionen vorankommen kann. Und habe ich damit auf deine Frage geantwortet? Passt das? Ich glaube, das war schon ganz gut. Fakt ist, es geht nur gemeinsam und es geht vor allen Dingen mit guten und langjährigen Partnern, die einem zur Seite stehen. Und wir gehen jetzt mal aus dem Licht raus, in den Schatten, damit du die Leinwand siehst, denn 2 deiner langjährigen Wegbegleiter wollten dir natürlich auch gratulieren. Lieber Boris, herzlichen Glückwunsch zum des Meerespreises der Professor Dr. Werner Pedersen Stiftung. Das ist ganz toll. Glückwunsch dafür.
Das ist eine ganz tolle Geschichte, was ihr da macht, du und das ganze Team Malizia, mit so vielen Daten aufzuzeichnen. Wichtige Daten für uns Wissenschaftler. Wir haben viel besseres Verständnis für die CO2-Aufnahme jetzt als vorher. Und ganz, ganz wichtig finde ich, ihr habt die ganze Segelwelt dafür inspiriert, mitzumachen. Wir sehen mehr und mehr Rennjachten mit Messinstrumenten an Bord, verschiedene Messinstrumente. Und ich denke, das werden wir viel mehr in der Zukunft bekommen. Das war ganz spannend. Ich finde, wenn wir uns erstes Mal getroffen haben, ich habe einen Vortrag gegeben über die Ergebnisse von der Ocean Race. Und nachher hat mir angesprochen, du und Birte, und gesagt, ich habe auch ein Boot, ich will auch mitmachen. Und da hat er angefangen. Und das ist viele Jahre her und wir haben jetzt viele Regattas und zweimal um die Welt sogar mit Daten von dir. Nochmal an dir und das ganze Team Malizia, herzlichen Glückwunsch. Ja, kommt noch einer? Ja, mein lieber Boris, ich darf dir zunächst einmal ganz herzlich zu dieser Preisverleihung gratulieren. Ich wäre wirklich gerne persönlich heute anwesend, aber so ist das nun mal bei uns Seeleuten. Du bist gerade erst seit einigen Tagen wieder an Land und ich bin jetzt gerade ausgelaufen mit der Dagmar Horn, mit unserer Crew Richtung Norden zur neuen Ocean Change Etappe. Ich finde es wirklich ganz großartig, dass du der diesjährige Preisträger bist, weil du neben deinem unheimlichen sportlichen Engagement immer noch Energie und Zeit findest, dich gerade für den Schutz der Meere, der Ozeane, die wir beide so lieben, zu engagieren, dich einzusetzen und nicht müde bist, immer wieder auch zu mahnen. Und insofern gibt es aus meiner Sicht wirklich keinen würdigeren Preisträger, der in diesem Jahr nominiert worden ist. Also nochmal von ganzem Herzen herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal persönlich wiedersehen, um vielleicht mal gemeinsam anzustoßen und uns einfach auszutauschen. Alles, alles Gute, alles Liebe, viele Grüße. Komm wieder mit hier. Ja, es ist schön, dass ihr die gleichen Zitate verwendet, Toste und du. Das war offensichtlich wirklich der richtige Satz. Ja, und jetzt haben wir natürlich schon viel über den Preis gehört, dotiert mit 20.000 €. Was ist euer Plan für die Zukunft? Weißt du schon, was ihr mit dem oder was du mit dem Geld machen wirst? Ja, das Geld wird uns wesentlich dabei helfen, diese Dinge fortsetzen zu können. Wir trennen das bei uns. Wir haben den Rennbetrieb, aber wir haben den wissenschaftlichen Betrieb und der kostet auch Geld. Man muss solche Geräte warten, man muss sie wieder zurückschicken hier nach Kiel ans Subsitec-Institut und manchmal werden auch die Sensoren nach einiger Zeit erneuert. Das ist alles nicht günstig, also da wird das Geld seine Wirkung tun. Wir wollen auch dann in den nächsten Jahren dieses Engagement hoffentlich durchaus erweitern und vielleicht noch mehr versuchen, noch mehr in dem Bereich zu tun. Ja, also da ist auf jeden Fall weiter Unterstützung gefragt und wir freuen uns auf jeden Fall, dass das Engagement da ist, das wird bleiben. Vielen Dank erstmal, Boris Herrmann, du bist auf jeden Fall noch den ganzen Abend hier und stehst sicherlich noch für die eine oder andere Frage zur Verfügung. Herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite und vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wahrscheinlich wissen Sie auch schon, mit welchen Fragen Sie Boris gleich nochmal löchern möchten. Aber ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen. Professor Dr. Mattes, kommen Sie nochmal zu mir kurz. So zum Abschluss, um das hier auch nochmal zu feiern, wenn wir schon das Geomar hier nochmal in die Welt tragen und diese Zusammenarbeit zu würdigen. Haben Sie vielleicht auch schon Pläne, wo Sie sagen können, da wollen Sie sich mit Boris auch nochmal zusammensetzen? Gibt es da schon irgendwas? Ja, wir haben schon vorhin angefangen, Zukunftspläne zu schmieden. Wir haben ja eine große Kampagne vor in das Auftriebsgebiet vor den Kapverden 2027, 2028 wollen wir ein Jahr lang mit einer großen internationalen Messkampagne mit der neuen Meteor und mit anderen Schiffen unterwegs sein und da können wir sicherlich die Unterstützung von dem einen oder anderen Segler, der einen oder anderen Segelyacht, die dann eben mehr in die flachen Küstenregionen reinfahren kann, gebrauchen. Wir wollen Daten sammeln über ein Jahr von diesem Auftriebsgebiet, um uns anzugucken, wie der Klimawandel dieses Gebiet schon beeinflusst hat, wie es Einfluss auf die Fischerei hat. Fisch ist eine Grundlage,
Essensgrundlage für einen Großteil der Menschen in Westafrika. Also ich glaube, da gibt es viele Dinge, die wir gemeinsam in den nächsten Jahren machen können. Und es gibt sicherlich viele Dinge, die man genau in die Richtung jetzt heute Abend noch mal besprechen kann. Es ist schön zu hören, dass das in diese Richtung geht, denn man hört immer viel Schlechtes, aber es ist eben auch schon viel passiert. Und das wird sicherlich auch vor allen Dingen mit solchem Engagement auch noch weitergehen. Katja Mattes, Sie bleiben jetzt auch noch hier? Ich bin noch da. Ja. Und da draußen gibt es... Genau, ich freue mich auch auf viele Gespräche. Genau, und ich habe gehört, und dann mache ich es jetzt so halb mit, Sie haben zu einem kleinen Empfang geladen, quasi jetzt im Anschluss. Genau, alle sind ganz herzlich eingeladen, draußen zu einem Empfang, zu Getränken, einem kleinen Happen zu essen, auch noch den Abend ausklingen zu lassen und alle Fragen zu stellen und inspirierende Gespräche zu führen. Ich dachte, ich lasse Sie das sagen, nicht, dass die Rechnung noch zu mir kommt. Also, vielen lieben Dank, Katja Mattes, danke Boris Herrmann, einen schönen Abend und gute Gespräche. Dankeschön.